deswegen würde ich sagen, let's go. Damit natürlich herzlich willkommen auch auf YouTube. Zurück zu Tales of Berseria. 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 Komm hier runter? Moment, bin ich da hoch oder runter? Ah, ich weiß nicht, wo ich hin bin. Kann ich hierher? Nee, hier müssen wir sogar hin. Lul. Aber erstmal Expedition. Ich hoffe, euch geht's gut, wenn ihr so wieder dabei seid. Beim wahrscheinlich letzten Stream in diesen Konstellationen. Also mit Kamera. Weil ich wahrscheinlich, wie ich mich kenne, am Wochenende umbaue. No Therian and no barrier. Hä? Warum von null? I wouldn't be so sure of that. That dragon could well have broken its barrier. Or it might have been too powerful for the Abbey to subdue. You could be right. After all, dragons make for the strongest demons. The problem is, we don't know if it's a Therian or not. Yeah. Let's stick with the plan and head to Stonebury to gather more information. Am I the only one here who thinks the real problem is how we're supposed to fight a frickin' dragon? Achso, wegen... Ich dachte, wo kommt das Brummen her? Achso, hast du alle Kanalpunkte fürs Dampfen weg, oder was? Gestern vorgestern Dampfen verboten eingelöst. Ach so. Upsi. Das ist aber doof. Nee. Ich werde wahrscheinlich zum Wochenende umbauen. Sprich, ich werde hier alles umrücken, umstellen und so weiter und so fort. Whoa, now that's what I call a view. I agree that it's beautiful, but don't leap about so much. You'll fall. I can sense many earth pulses under this place. I figured you'd notice that. An intricate web of earth pulses crisscrosses the land under the Aldina Plains. Mountains like these would normally take tens of thousands of years to form, but these popped up in about a millennia. So the earth pulses have affected the land? Exactly. Long ago, people wielded arts that allowed them to manipulate the earth pulses and control the very land itself. How could arts like that exist? Perhaps they pushed against key points on the earth pulses? Like how acupressure can improve a person's blood flow. That's a rather forced comparison. But you may be right. Either way, those arts have been lost for eons. I'm impressed, Eisen. You know a lot about everything. Not at all. There's so much I don't know. For example, the name of these flowers. That's why I travel. To learn. Aldina alabaster grass. That's the name of this flower? Yes. A long time ago, my brother showed me a picture of it in one of his books. They're fragile flowers. They die quickly on their own. But if enough of them gather together, they can survive. Fields of them form beautiful white carpets of flowers. In some cultures, they symbolize kinship. The bonds between people. Kinship. Huh. I'll remember that. You and your brother taught me something new today. I'll never forget either. Hallo Masaki. Ich hoffe, dir geht's gut. Entschuldigung nochmal wegen dem Key. Ich hatte es gestern echt total vergessen. Aber du hast ja bekommen. Wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich habe auch geguckt, ob es Achievements gibt. Ich habe extra geguckt. Hallo Kirito. Hallihallo, hallöle. Hey, ich glaube, hier muss ich gar nicht hin. Kann es sein? What the fuck? Wait. Hä? Sammeln Informationen im Dorf Steinberg in den östlichen Ebenen. Okay. Ich dachte, hier muss ich vielleicht hin. Maybe. Kein Problem. Aber müssen wir hier doch nicht hin. Supi. So, wie gesagt schon, heute bis 19 Uhr. Und dann werden wir noch ein bisschen Elden Ring spielen. Ich weiß, das ist nicht für jeden was, aber ich muss meine Sucht bewältigen. Ich denke, nächste Woche machen wir ganz normal wieder. Es ist halt nur, weil es jetzt frisch ist und ich Bock drauf habe. Ich muss gucken, ich will ein bisschen was am Stream ändern. Also jetzt nichts so hauptsächlich, sondern so einfache Sachen. Ein paar Dinge ändern. Ich habe ja auch keinen... Also ich mache gerade nicht mehr groß mit Starting Stream. Ich gehe quasi direkt rein. Wie ich meine? Ihr wisst ja, dass ich eigentlich, wenn ich nicht irgendwas
dazwischen kommt, immer pünktlich bin, eigentlich. Ich werde so Kleinigkeiten ändern. Ich will zum Beispiel wieder mit dem Touch-Panel machen. Weil ich so manche Sachen wieder drin habe. So vereinfachte Sachen. Aber jetzt will ich am Samstag erstmal umräumen hier. Das wird schon genug Zeit kosten. Es wird wahrscheinlich danach auch noch chaotisch aussehen, aber das wird so nach und nach. Ich habe nur noch keine Ahnung, was ich mit den ganzen LEDs mache, die ich habe. Also die ganzen LED-Strips. Ich habe ja oben welche, ich habe unten welche, ich habe an den Gitarren welchen. Es wird noch interessant, was ich damit mache. Ich weiß es nämlich selber nicht. Ich will halt einfach umstellen, dass ich mehr Platz auch fürs Training habe. Außerdem kann ich dann die zwei Fernseher seitlich drehen. Mehr Komfort im Streaming. Oh shit, da muss ja der 24/7 kurz aus. Ups. Be proud. You made me unleash my full power. Fällt mir gerade so ein. Hoppla. Okay, wir haben noch 2 Mahlzeiten. Aber ich bin so gespannt, wenn das neue Star Ocean kommt. Oh mein Gott. Ich habe mir heute Morgen, warte ich heute Morgen sogar, zum Aufstehen, habe ich mir einfach angeguckt, welche Games From Software, also die Macher von Dark Souls, was sie für Games entwickelt haben. Ey, die haben gefühlt alle Spiele gemacht, die es gibt. Also, alle Spielegenres. Holy shit. Die haben so viele Games gemacht, das wusste ich gar nicht. Ich wusste nur, Armored Core und Kingsfield. Aber da sind noch 1000 Spiele mehr. Die haben auch ein rundenbasiertes Game gemacht. Das würde ich mir überhaupt mal angucken. Ja, ich will halt einfach umstellen, auch wegen Platz und auch wegen Training. Das ist dann einfach deutlich angenehmer, weil ich da fast, ich sag mal, 1 Meter Platz wieder habe. Ich hab's euch ja gestern gezeigt, das reicht eine Armlänge hier. Ich hab das gestern gemerkt, das hat mich so abgepackt wieder. Ich denke mal, die Kamera ist sowieso egal. Hauptsache, ihr habt mein Face. Nein, Quatsch. Ich denke mal, der Hintergrund ist generell nicht wirklich wichtig. Ich habe auch keinen... Also ich will jetzt hier nicht neu streichen und alles. Muss unbedingt nicht sein. Vielleicht halt mit der LED-Panels, also mit dem hier, ein bisschen was machen, maybe. Ich habe ja noch eins eigentlich zur Beleuchtung. Könnte ich theoretisch auch irgendwie ummodellieren, umbauen, umbasteln, wie auch immer. Mal gucken. Das werdet ihr dann am Sonntag sehen. Da, wer noch? Hallo Zack, bin auch da. Wie geht es, wie steht es, wie geht es? Über was ich mir halt schon Gedanken mache, was machen wir nach Elden Ring? Was für ein Projekt? Also am Sonntag werden wir es so machen, ich denke mal so bis 1, 2 werden wir Final Fantasy 8 spielen. Und danach Elden Ring. Ich hab hier richtig Bock auf Elden Ring. Was ich mir auch überlegt habe, teilweise zum Beispiel, dass man sagt, okay, man zockt halt sonntags nach Final Fantasy 8 so die neueren Games, wo jetzt halt rauskommen. Dass man da einfach guckt. Von der Zeit her passt zwar nicht, aber jetzt zum Beispiel als Beispiel Chrono Cross. Dass man dann hingehen könnte und sagen könnte, okay, dann machen wir erstmal Chrono Cross.
Wie gesagt, ab nächste Woche machen wir auch ganz normal Content. Ich bin halt aktuell in der Erinnerungssucht. Will aber auch Tales auf beide spielen. I hope I did a good job. Ja, mir geht's auch gut. Wochenende wird hier gewerkelt. Stelle alles ein bisschen um. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die Fernseher auch seitlich drehen soll. Weiß ich selber noch nicht. Ein extra Stativ oder so kaufen, ne, muss nicht unbedingt sein. Da habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken drum gemacht, wie ich die hinstelle. Kann ja einer an den Schrank hängen. Und hier, nee. Obwohl der eine Fernseher steht jetzt auch quasi an der Wand. Ich habe mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, wie ich das mache. Das ist so halt so typisch ich. Ich mache einfach. Ich überlege nicht groß, ich mache einfach. Das wird schon irgendwie passen. Also mal gucken, wie ich es letztendlich mit der Kamera mache. Vielleicht mache ich auch einfach nur so schräg. Das weiß ich noch nicht. Wie ich es letztendlich mache. So, wartet mal. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Wird nicht angezeigt. 0. Okay. Wir gehen einfach mal da lang. Mal gucken, was passiert. So, ich habe kein Essen mehr. Gut. Scheiße. Das ist ja nicht so gut. Wieso umstellen? Nö. Habe ich nicht vor. Hab ich doch gerade erzählt. Hast du mir zugehört? Ich will umstellen. Ich will komplett hier umbauen. Ey, wie ich es letztendlich mache, weiß ich selber noch nicht so richtig. Die Kamera irgendwie drehe oder so, das weiß ich alles noch nicht. Bin ich noch sehr, sehr unsicher. Hey, is everyone all... Mal gucken. Irgendwie werde ich es schon machen. Gibt es eine Studie, welche Kameraposition interessanter ist? Weil ich glaube, so von vorne ist nicht so wirklich interessant. Außer bitte dazwischen alles gut. Hat doch nur Spaß. Das Ding ist, es gibt halt zwei Optionen. Wenn es schräg ist, sieht man Schränke. Wenn man auf der anderen Seite schräg wird, sieht man noch einen großen Schrank. Da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, so, wie könnte man das am besten machen, dass es halt am besten auch aussieht. We'll start at the inn. It only makes sense. Stonebury hasn't had much luck growing just yet, but this pioneer town has a lot of potential. Trees grow well here, and the lumber is of great quality. Oh, we're also close to the quarries, so stone isn't a problem. As long as the demons are contained, this country will rebuild. The need for stone and lumber will soar. Best of all, this area is quiet, has beautiful lakes, and is a perfect place for a craftsman like me to work. And why settle for anything less? I do feel that you might be a bit short-handed here. It's hard to build without manpower. You're right. We need something to attract new settlers. Maybe some sort of specialty item? Is there any fruit or vegetable that can only be found around here? There is a type of potato called the radish bell that we grow, but it's got a few, quirks. If you want
attract people, you should just ring a bell. Come to Stonebury, where the money grows on trees. A bell tower, huh? That might actually work. We can even use local stones for the bell. The Stonebury Stone Belfry. It won't work. Huh? Try hitting a rock. Doesn't ring. Ah, how could I have missed that? I'm still such a novice. My master taught me better than this. Think before you build. That's what he always said. I need to do better and not sully his name. Könnt ihr ja theoretisch dann so schräg machen. Den Schrank ein bisschen ausbauen, dann kann man da was reinstellen. Spiele oder so. Wäre eine Idee. Auch wenn ich hier so sitze, da die Kamera. Vielleicht. Vielleicht habe ich da gerade eine kleine Idee. So, aufwerten. Oh Gott, wir haben richtig viel von den Klingen. Den Speer. Warte mal, den Speer würde ich ganz gerne ausrüsten. Mal gerade mal hier aufwerten. Das geht auf +4. Ach du Scheiße. Okay, warte mal, dann mache ich erstmal ganz kurz hier. Ja, ich weiß nicht, ich bin so die ganze Zeit am Überlegen. Oh Gott, Moment. Feldspar, Klinge, warte mal, wie kann ich vergleichen so? Oh, das ist halt die Frage, das hat halt Magie. Das ist deutlich besser, what the fuck? Wir haben ja ein bisschen Kohle. Kraftring. Achso, der hat Magie. Oh, guck mal, der hat deutlich bessere Magie. Das wäre für Wellwood nicht schlecht. Animalring. Der ist auch nicht schlecht. What the fuck? Feld. Fällt alles hin. Nee, aber so die Position wäre eigentlich gar nicht schlecht. Oh, ich bin pleite. Chat, ich bin pleite. Und broked. Ja, okay, die Dinger kann ich aber nicht aufwerten. Fuck. Die kann ich allerdings noch nicht aufwerten. Das ist ja nicht so geil. Annie, lass mich in Ruhe. Annie macht schon wieder Beutel heben wir auch. Kalzit können wir weg. Feldspaten-Anhänger. Oh ja, der ist für Eisen definitiv besser. Nevermind. Feldspaten ist besser. Ah, guck mal, hier haben wir aber schon mal ein paar. Oh Gott, so viel Stuff zum Verkaufen. Sag, wann ist eigentlich Kamera angesagt? Da war doch mal was. Das. Oh Gott. So viel Stuff zum Verkaufen. Okay, zerlegen. Okay, warte mal. Das können wir zerlegen. Talisman, Beutel. Okay, Beutel ist nur einmal. Oh, das war knapp. Bart, Anhänger, Ohrring. Achso, Ohrring ist für Dings. Stiefel brauchen alle. Federtritt, okay. Aufwerten. Warte mal, was habe ich gesagt? Ich will erstmal das hier aufwerten. Erstmal das aufwerten, was sie alle haben. Das ist für Eisen. Okay, wartet mal. Eisen. Beziehungsweise erstmal hier. Das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Hä? Achso, die Ohrringe, genau. Nevermind. Ich war gerade vollkommen verwirrt so. Hä? Fluorid. Das Zeug ist deutlich besser. Und das ist noch nicht immer auf +1. What the fuck? Ui.
Kalzitpuppe. Das ist halt krass. Das ist schon ein krasser Unterschied. Holy shit. So, warte mal. Organe. Okay, aber dadurch geht die Magie weg. Schwierig. Talisman. Schwierig. Warte mal, ich will erstmal Velvet den Ring ändern. Kraftring. Das geben wir ihnen auch. Wo ist der nochmal? Hatten wir nur einen Kraftring gekauft? Hä? War der Meinung, ich hätte 2 gekauft. Ja, da ist noch einer. Kraftring. So, können wir die auch aufwerten? Ja. Oh wow, nur einmal. Ach scheiße, es braucht das Fragment. Ah, fuck. Scheiße. Okay. Wie viel Kohle haben wir? 18.000. Haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? So, mal so ein bisschen Platz hier wieder kriegen, würde ich sagen. Ist ja schon Zustand teilweise. Achso, die Fragmente. Gibt's hier irgendwas, was Kohle bringt? Ja, das hier. Ach, gut, dann lassen wir das mal so. Okay, weiter geht's. Information müssen wir suchen. I was on my way home from a trip to Logres, crossing the Aldina Plains, when I saw it. Rain was pouring as if from buckets, and the wind was so strong I could hardly stay on my feet. From the vast darkness of the sky, a monster of tremendous size descended, like the essence of the storm itself. A huge flying demon? At that moment, a group of exorcists leapt out from their hiding spots and began to battle the demon beast. But it met their swords with its fearsome horns, and a swipe of its tail threw the noble exorcist's back. Horns and a tail? Where did the demon go? I couldn't tell you. I was so frightened, I ran away and never looked back. I hope the Abbey can get rid of it, but the beast took out 3 exorcists with a single blow. Come to think of it, another person was there too. He faced the demon and told it to stop. Zaveid. If you're going to the Aldina Plains, you'd better be careful. Lul. So. Quatschen wir mal weiter. So ein paar Informationen kriegen. Warum ist hier eigentlich keine Musik gerade? Around here is ideal for producing wine and spirits. I've been thinking about fermenting something new. What will you make? This region's specialty is berries, so a berry wine? But the chilly air and level of humidity here should be just right for making an amber draft, don't you think? Considering the geography around here, the water must contain a high mineral content. If you use it to make a rice wine, the taste will be unique. I've considered all those options, but I must create something that can surpass my greatest rival, Sleeping Princess. But that's nearly impossible to make. Exactly. Not an easy task, to say the least. Sleeping Princess is made by filling an emerald cask with water from an enchanted mountain spring and sitting it in direct sunlight for 7 years. The water's magic causes it to change color each year. When it reaches the same deep green hue of the cask, it's ready. Solar fermenting, huh? It won't be easy to surpass a marvel of the winemaking world like Sleeping Princess. True, but I've finally found it. The ultimate stone. A gemstone? Will you make a cask from it? That would just make it an imitation. No, what I found can only be called a natural rock filter. You're filtering wine with a rock? Deep in the heart of these mountains, I found a stone that absorbs liquids. I tried using it to filter a berry wine. The taste of it was unbelievably crisp and bright. It preserved the luscious richness of the berries while adding a clarity that left me breathless. I call it Pure Land wine. There is no better. May I have a taste? My apologies, but it took me 10 years to make a single thimbleful. I drank that thimbleful for my tasting.
it'll be about 50 years before I can make a decent batch. I doubt I'll see a full bottle in my lifetime. 50 years, huh? Meet you back here then? I've never been so glad not to be human. Lol. Das ist krass. 50 Jahre dauert es einfach, bis sein Schnaps, also sein Wein, fertig ist. Lul, das erlebt er gar nicht mehr. Raspberries, strawberries, blueberries. They all grow in abundance around Stonebury. We even have a fairy tale about it. One day the ground was covered with so many fallen berries, they all became stones. Stoneberries. Is that how the town got its name? The spelling has changed some, but yes. Berries are an important part of this village. We harvest local berries to make jams, pastries, gels, and all sorts of sweets. Berry-flavored gels! I've never had one. We've exported our jam and fruit for a while now, but our raspberry gels are still being perfected. Aw, rats. Are the vegetables growing in that field special too? I don't think I've ever seen anything like them before. You've got sharp eyes. But that's right. They're a rare species of wild potato. They're red and they're called radish bells. We discovered them in the mountains nearby. Sadly, the potatoes are actually highly poisonous. Really? They look so good. They do. But the skin and the sprouts are toxic. If you aren't careful when removing them, it's Poisonville for you. Deadly poison aside, they're sweet, fluffy, and go great with butter. And when they're fried nice and crispy, they're the best. So just skin them and sell them. What's the problem? Yes, we've thought of that, but the way they are now, you have to peel off quite a bit before you get to the edible part. Peel one as big as your fist, and all you get for your trouble is a bit of meat the size of an egg yolk. That's why we're selectively breeding them. One day, they'll have only a thin layer of poisonous skin. Why not breed them to get rid of the poison altogether? With no poison, bugs will eat them, and they'll be more vulnerable to cold and heat. With potatoes, as with people, getting rid of everything harmful isn't always for the best. Alter, ich kann fast eine ganze Folge nur von diesem Dorf machen. What the fucking heck? Ah, da will ich hinziehen, da wachsen viele Beeren. Scout. Ist jetzt immer noch nicht fertig. So, letzter. Yay! I found so many blueberries! What are you gonna do with all those? Make jam? I'm going to feed them to my chickens. That way they'll lay eggs with purple yolks. What? You know that won't work, right? It sure will. The color of yolks change depending on what a hen eats. My grandma taught me that. Actually, we always feed our chickens corn. Is that why their yolks are yellow? What are you gonna do with purple eggs anyway? Tourists are coming from the capital again, right? I bet they've never seen purple eggs, so I figure I could sell them for a lot. Maybe I can even make our village famous! You've thought this out. But will they really sell? You know what they'd make, right? Purple fried eggs, purple omelets, purple egg fried rice. Hey, would you want to eat a purple omelet? Strange things sell, right? You don't have to be so mean just 'cause you can't think of a better idea. Oh, sorry. Here, let me help you. Fine. Go catch a whole barrel full of jewel beetles. If we feed them to my chickens, we'll get eggs with yolks like shining jewels. I really wouldn't want to be your chickens, but... okay. What a carefree village. But you know, this is what really makes humanity amazing to me. Attempting the impossible. Reaching for the stars, just as a matter of course. Aye. Though we may stumble countless times on our way, we can achieve anything we put our minds to. Attempting the impossible, huh? That's all well and good, but there are some lines that should never be crossed. Purple eggs. Blech. Habe ich schon mal erwähnt, dass das viel Story gerade war? Hey, finde einen Blutschwingen mit Informationen über Drachen. Warte mal, da unten ist noch irgendwas. Was haben wir hier? Zaveid. Oh nein. Well, hello, sailor.
Are you waiting for someone? Nope. Just saying a prayer for someone. Someone? Let's go. Clearly there aren't any bloodwings here. You're just going to leave? I'm right here. Everybody has times they need to be alone. Fee. Right, coming. Velvet behandelt ihn halt immer noch so. Why? Come on. What do you think he was praying about? Well, for one thing, he was drinking a bottle of thorny forest. Oh my. The drink you share with your special someone when you're going to be married for life. How romantic. But getting your hands on that stuff is no small feat. I can only hope I'll get a chance to taste it someday. That must have had an important meaning for Zaveid. That's why you left him alone. Don't read too much into it. You're Velvet, right? Ah, you must be the one who's seen the demon we're after. We saw a big snake-looking dragon fly over on the way here. Is that what you saw too? Yes, that's the one. It nests at the top of the mountain in Aldina Plains. We went to look ourselves. No dragon. It only returns to its nest on rainy days. Rainy days, you say? Aha. Oh, just look at what you went and made the weather gods do. This doesn't bode well. Not at all. Thanks. We'll give it another shot. Okay. Oh, ich wollte gerade mit der Maus laufen. Ich denke, warum bewege ich mich nicht? Nun. Jetzt weiß ich warum. Okay, das heißt, noch einmal hoch auf den Berg. Hey there. Our meeting like this must be Providence, meow. We're in a hurry. Save it, cats. All the better, meow. I've just stumbled upon a perfectly nifty piece of stone just for you. What's it for? That's not a geoboard, is it? Bingo! I dug it out of some ruins, meow. They were made by Norman Meowny years ago for surfing along Earth pulses, but I can't use it, so I figured I'd pawn it off on someone else who could, meow. Wait, Norman made this? That doesn't exactly inspire confidence. Don't be so mean! We're capable of exceptional things! Sometimes. When a Norman speaks their own name, the board springs to life and whisks its masters away at top speed. They'll even plow right through weak demons. You can say it's our masterwork, even if we sorta stumbled on it by accident. Huh. Well, then I apologize. So we can ride this as long as we have Bienfu with us, right? Well, kind of. Do you have to use your true name to activate it? Not my true name, no. My Norman name. Wouldn't that just be Bienfu? No. Norman have a separate name that goes something like Norman so-and-so. It's almost more a title than a name. Often the name has something to do with what they're good at. Something like attack, or chain, or aqua. Right. You could say names like Bienfu and Grimoire are more like stage names. I actually don't know Bienfu's Norman name, but I can't wait to find out. What is your name, Bienfu? Okay, jetzt kommt's. Come on, out with it. We're in a hurry. Norman Brave. Wie die da tanzt. Süß. Wait, Bienfu. Your Norman name is Brave? That is Was so ist denn mit dem deliciously Internet? absurd. Why do you think I've never told you before, Bien? At least the board works, meow. And if we get on this board, it'll move us around? Well, about that. The board propels itself by pushing against Earth pulse flows.
To do that, the board needs information on the flows, but this one here's a completely blank slate, meow. First, you need to find the geotrees in each area. They serve as a conduit between the surface land and the earth pulses, meow. Once you've actually located a geotree, you can record that area's earth pulse data into your geoboard, meow. Got it. Jedes Mal ist Miau. This area's geotree is right over there, meow. All right then. So long as we find more geotrees, we'll be able to use the geoboard to travel much more quickly. Das ist halt geil mit dem Geobot. Wo gibt der Stream, by the way, gerade extrem? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es geht so einigermaßen. Tut mir mega leid für das Ruckeln. Das ist so ätzend. Internet in Deutschland, eine reine Katastrophe. Oder ist es noch ertragbar? We're finished here. Fahr mit einem Geoboard, in dem du R2 gedrückt hältst. Mit Hilfe von Geoboards kannst du dich schneller als sonst bewegen und auf zuvor und zu gängigen Wegen reisen. Allerdings musst du zuerst den Geobaum im jeweiligen Bereich freischalten, bevor du mit einem Geoboard dort fahren kannst. Wenn du auf einem Geoboard fährst, kannst du Gegner unter einem gewissen Level besiegen, ohne einen Kampf zu beginnen, indem du sie berührst. Allerdings erhältst du dann keine Erfahrung oder Kalt. Du kannst Kämpfe auf einem Geoboard beginnen, indem du einen finsteren Drang verwendest. Okay. Also mit R2. Das ist schon geil. Aber wirklich schnell ist das nicht. Also schneller finde ich das jetzt nicht irgendwie. Vielleicht so minimal ein bisschen schneller. Aber auch wirklich nur minimal. Hey, hier kann es aber dann wieder benutzen. Yippie! Okay, ich muss aber nicht nach vorne drücken. Das ist nice. Feature ist geil, aber ja. Ja, halt. Ja. Oh Gott. Ungewollter Slalom einfach gemacht. GG. This fight is over. Dann speichere ich erstmal. Und da ist der Drache. It looks so deadly. And just check out how much malevolence it's putting out.
which means it's not a Therian. Let's retreat. We've got no reason to pick a fight with something we can't handle. I do. Oh, you're up for it? What? What are you doing? She's right. Fighting this creature is a good way to end up dead. Oh, sorry. Well, no turning back now. Night. Vielen Dank für deinen Resub im T2. Danke. Wie geht es, wie steht es, wie geht es? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Oh, dammit. Wir gehen. Okay, der ist irgendwie ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass wir den Down kriegen. Im Zweifel ist sehr, sehr stark. Warum geht diese zwei... Achso, weil ich nur 2 Dinge habe, glaube ich, deswegen. Ich würde mal fast behaupten, das ist so ein Fight, ja, den ich nicht schaffen kann. Ja, auch alles so bien. Kann mich nicht beschweren. Bisschen kaputt, aber sonst alles super. Yeah. This one definitely puts up a better fight than your average demon. Is there any hope of actually defeating this thing? I'll do whatever it takes. That's my way. Null. Zaveid! Yeah. I see you're out for blood, as usual. You knew, didn't you, Isaac? Uh-oh. Out of my way. What? Are you protecting the dragon? She's not a dragon! Huh? Back off, or I'll make you back off. Persona-Flashback. Damn, it got away. That hurts, babe. And here we hadn't seen each other in so long. Oh nein. Hold it. Is that dragon someone you knew? I told you, she's not a dragon. Toll, keine Partystimmung mehr. Supi. Ah, so ein Scheiß. So, it seems old Check Out My Pecs and the dragon have some kind of close ties. Did I hear you right? We're talking about a dragon here. I know what I said. But how could that be? When Malachim are tainted by malevolence, a dragon is what ultimately results. So you're saying that dragon was a Moloch Zaveid once knew? She must be who he was praying for back in town. Yeah, most likely. But do Malachim put out malevolence like humans do? No, not by themselves they don't. But if one remains in contact with humans or demons who do, it will eventually taint her, and she will become a dragon. What about you, kiddo? You feel anything weird after you got thrown into the Earth Pulse at the Empyrean's throne? I did, yeah. Can't say I'm surprised. The air there was thick with malevolence being sent on its way to Enominat. If I'd stayed there, I might be a dragon too. Is having a vessel not enough to prevent a Moloch from transforming? A vessel can reduce the effect, but not eliminate it. By stripping their Malachim of consciousness, the Abbey exorcists seem to be able to inhibit the transformation. But nothing in this world is guaranteed. Can a dragon ever be changed back into a Moloch? Nope. Just like with demons, there's no going back. Do they still hold on to some part of who they were? You saw that dragon. What do you think? Well, that's...
but Zaveid still won't kill it. Must be his creed at work. Eisen, listen. Whatever business you and Zaveid have with that dragon, I don't care. Do what you have to. But I won't tolerate you getting the rest of us involved in it again. Do I make myself clear? You've got it. Good. Now, Good. let's get back to the Therian hunt. We'll regroup in Titania. If what Eisen said is true, then could I wind up as a dragon someday? Or Eisen too? I don't know. Dim. So. I spy with my little eyes a kiddo who's spying at my bewitching waist. Oh, sorry. I just couldn't help it. What are those books anyway? Oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my tomes just for you. On the right, I've got my household ledger in the back, and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil blotting paper. What's oil blotting paper? It's a girl thing. The two on the left are my heavy book, which I use for flower pressings, and then my super pop-up book. A super pop-up book? When you open it, it pops out with the force of a raging river! When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop! Instant getaway! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa, really? Seared into its batter are precious bits of knowledge. Eating it is just as good for your brain as it is for your stomach. Wow! I had no idea that was possible. He's taking this so seriously, I almost feel bad. All of your books are so interesting, Magilou. That's really cool. There's no end to your curiosity, is there? What do you say? Want to take a closer look? Boy, would I. If you really do, then say, Magilou, I want to get to know you better. Magilou, I want to get to know you better. All right, I accept. I'll reveal to you my most private secrets. Oh Gott. Wow, so that's what's on the other side of these books. I wouldn't have ever guessed that. What are you doing with Laphicet? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas dynasty. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye on you. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Magilou, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. Lol. Ich finde einen Usernamen. Vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Wie geht's dir? An diesem wundervollen Donnerstagabend. Oh boy. Diese Diskussion, also die Skits. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Why? Einfach nur why? So, habe ich es jetzt richtig verstanden, dass wir dann wieder nach Titania müssen? Ja, wäre zurück nach Titania. Gut. Ist ja ein Katzensprung. Kappa. Check, was zockt ihr eigentlich momentan so? Was zockt ihr momentan so Schönes? Erzählt mal. Oder rede ich hier mit mir selber? Ich glaube, ich rede mit mir selber. Vielleicht bilde ich mir in Wirklichkeit nur ein, dass ich gerade streame. Galastraße. Und Wild West angefangen. Ah, das Game hat schon eigentlich auch mal auf dem Schirm. Wie gefällt es dir bis jetzt? Okay, ich glaube, wir gehen in die andere Richtung. Ich glaube, das ging schneller. Mega nice. Okay.
Zwei ja, glaube ich, auch rundenbasiert, gell? Bin der Meinung, das war auch rundenbasiert. Also, so ähnlich wie Tactics, glaube ich. Ich hatte das mal Anfang des Jahres auf dem Schirm. Da hatte ich einige Games auf dem Schirm. Nee, okay. Das hat aber, glaube ich, den Grafikstil wie Borderlands so ein bisschen. So, ich sag mal, angehaucht an Borderlands. Im Wilden Westen. Das ist doch schön. Nein, Schlauch falsch. Weil es halt sau lustig, abgesehen davon, dass ein NPC, den ich aus Versehen erschossen habe, mir 5 Minuten später einen was versaut hat. Ah, fuck. Ernsthaft? Oh Gott. Souls-like. Sag ich dazu. Oh, das ist ätzend. Ach du Scheiße. Ja, hallo? Was erwartet ihr? Spiele, wo du einen NPC tötest, deine Sidequest dir dann verhaut, weil du ihn getötet hast. Souls-like. Der Souls-like-Vergleich ist da. An der Quest beteiligt, sondern es war die Rache von einem anderen NPC, der den mochte. Oh, okay. Turtles, keep in circles. Oh, perfect timing, Eisen. I's got a letter for you. A letter? Did you get a reply to that letter you sent? What's it say? What's it say? I know everything that you've done. Repent for your horrendous deeds, you monster. What did you do, Eisen? No idea. There's no sender written on here either. Who would write something so awful? Who cares? If I gave a damn about other people's feelings, I wouldn't be a pirate. I suppose that's true. Forget about it. What's the status of the other stuff? The Palmier made it just fine. But we've run into some troubles finding the Nordals. My deepest apologies. What are Nordals? Nordals used to be given out by Empyrean temples. If you collect a set of 4, you'd find happiness. Oh, so they said. Nowadays, there's only 4 left. Red, blue, green, and black. Even worse, nobody hardly knows nothing about them. Dolls of the Empyreans. Do you think they're like that one we saw of Aminoch in that shop in Isolt? Kind of. But these are less gloomy looking and more, how can I describe it? Something like a quiet radiance? A quiet radiance. That's perfect! I think I get it. I'd never have pegged you as a collector of religious claptrap, Eisen. Think they'll help keep the Reaper away? Probably not. But in the off chance they actually work, they'll keep her safe. Huh. Hey, that letter Eisen sent off earlier was addressed to a woman, wasn't it? Our little Laphicet is growing up. No, I wasn't implying she was his girlfriend. Her writing just seemed more mature, and... Uh-oh. Uh-oh. It's nothing like that. She's my younger sister. I didn't know you had a sister. She's the only family I have left. She and I live apart for various reasons. I'm guessing your death curse is one of them, huh? Mogiloo! So that's why. I'd be happy to help you look for those dolls, Eisen. Are you sure? Yeah. Okay then. Thanks. Lol. Ich liebe diese Konservation. Die sind so toll. Der hat außerdem den Quest-Gate abknallt, weil der im Weg stand. Ach du Scheiße. Holy shit. Okay. Das ist natürlich bad. Also der den mochte, hat ihn abgeknallt. Und du konntest die Sidequest deswegen nicht abschließen, weil er ihn abknallt. Oh Gott. Feels bad, man. Wirklich feels bad, man. Ach du Scheiße. So.
Dann gehen wir mal nach Titania, würde ich sagen. Lord Titania. Ah, ihr seid alle sicher und wohlbehalten zurück. Ich wusste, dass Velvet den Sieg davontragen würde. Hoppla. Titania. Wetten, dass die angegriffen werden. Ach, überspringen. Oh. I guess a dragon was a bit much to take on, even for the Reaper. You should get some rest. We all should. I'll just get the crew started on readying the ship for our next departure. All right, you go do that. Laphicet, you should get some rest too. I'm fine. It's more important that I focus on finding an actual Therian this time. I'm going to take another try at sensing the Earth Pulse points. Ja, Velvet, lass ihn doch einfach machen. Mutter ihn nicht so. You're as stubborn as ever, Fee. Schlimm, Velvet ist echt schlimm. Die wird schlimm, was das angeht. Das ist halt echt krass, Feier. Holy shit. Aha. So. Ruh dich etwas aus. Wo soll ich mich ausruhen, Chat? Ich find's gut. Ne, das ist ein cooles System. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr nice. Very nice. Very nice. Ich bin voll müde. Gibt's doch nicht. Zum Glück habe ich die Kamera vor meinem Face. Hin und wieder soll ich echt mal die Klappe halten. Und natürlich mein Mikrofon vorm Face. Dann kann ich gehen, ohne dass jemand mitkriegt. Das war so eine Story-NPC abgeknallt. Und ich musste nicht neu laden. Hä, wie, du musst das nicht neu laden? Was ist dann passiert? Ist er dann quasi einfach aufgestanden oder was? Der war DOWT. Immer diese neumodischen Kids mit der Abkürzung, die ich nicht checke. Oder wolltest du jetzt einfach totschreiben, dass ich gefettfingert? Ah, du hast gefettfingert. Okay. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Ich vertippe mich. Alles gut. Hey, Kurgane, let me ask you something. More complaining, is it? Come on, don't be like that. Every time I turn around, Velvet or one of the pirates is telling me to go make some delivery to some island. I can never get a break. Isn't that just a sign they think you're a dependable guy? Maybe, but I don't see them sending you off on errands. It's like they take one look at your face and decide to leave you alone. I don't have a face. Oh, right, sorry. Slip of the tongue. Maybe you just don't know how much work I do around here. It's more than you think. Anything to do with iron, I do it. Making tools, repairing things. What do you take me for? Some kind of cheeky freeloader? I don't even have cheeks. You're too funny. But doesn't it ever annoy you to have all these kids giving you orders? I've spent my entire life thinking of nothing but forging swords. It's been centuries since I've interacted with youngsters like them. They can be a hassle, but at least it's a new hassle. Yeah, that's what I thought at first. So I went along with whatever they asked. But I've been too nice, so they keep pushing work onto me. Maybe if I hadn't been so helpful, they would have stayed out of my face like they stay out of yours. I don't have a face. That's not the point. Aren't you even listening to what I'm saying here? You need to make up your mind. Ach du Kacke. You and I got on this ship alongside these people, who are putting themselves in great danger in order to live the lives of their choosing. If you don't like it, then go on and get off this ship with your tail between your legs. Yeah, except I don't have a tail right now. Oh Gott, dieser Disrespect. Ach du Scheiße. Geil. Ich hab ein Gesicht. Du schwanzloses Vieh. Okay, du schweifloses Vieh. Oh Gott. Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich diese Skits echt manchmal feier?
Kann ja ein Emote machen, was einfach nichts ist. Und nenn das Face. Oh Gott. Geil. Ah, das Game ist toll. Wo ist denn jetzt der Schlafplatz? Hier ist irgendwo eine Truhe. Ich will die Truhe haben. Komm, wir holen uns die Truhe, Chat. Öffnen. Das, oh nein. Ich will doch keine Truhe. 275 Katz, ihr seid doch bedeppert. Tropfenohrring. Okay, die Geräusche sind halt echt immer süß. Und einfach nur geil. Ich feiere die so. Boah. Gibt's das eigentlich schon immer in Tales of? Also mit diesen Skits? Ach, Internet, beruhig dich doch mal. Oh. Warte mal, Chat. Ich gehe mal ganz kurz den Hamster eine ballern.